American Academy of Biological Dentistry. I want to thank you all for coming and attending and supporting our efforts in the behalf of reinstituting biological basis in dental medicine. Yesterday we had the energy relationships of the teeth to the rest of the body. We also have today with us Dr. Ralf Turk, biological dentist from Bad Pyrmont, West Germany, leading practitioner in the field of biological non-toxic dentistry. He's a unique individual who has a biological inpatient dental hospital. Unique in the sense that he uses no narcotics or analgesics. He uses acupuncture and homeopathy to control the patient's functions. Are we working on it? So just we don't know which the switches to turn. Oh, hang on a minute. Not working yet. Not on yet. Nothing. Now? Now. That's right. Yes. Okay. We don't need to introduce the introduction. Without any further ado, I'm going to turn this whole program over to Dr. Kramer. And he is going to introduce to you what he's going to talk about because he didn't even tell me this morning. But, Dr. Kramer. Ladies and gentlemen, thank you very much for your invitation. Many thanks also, especially to Ed Arana and his friends for the preparation of this course. Dr. Turk and myself intend to explain you and to demonstrate in the next 4 days why and how we prefer biological dentistry, how we use it in our offices in Germany for many, many years. Now, if we do this, please remember that we are practitioners. Now, for this case, we do not teach at home and do not teach only at the university. We like to give you, therefore, informations of the office and to say you what we do in our office and why we do it and why not we do something not. Now, our mistake is that our English is good enough for a sightseeing tour in the United States, but it's not good enough for teaching. Therefore, we are glad that we have Sten Illing, that he will be our translator for the next days, for me and also for Ralf Turk. In this manner, let us start now with biological dentistry, but that is not only biological dentistry. We say in Germany biological dentistry aus ganzheitlicher Sicht. What do you mean? Viewed from a holistic point of view. Also, from a holistic point of view. We make this combination, not only biological dentistry, we say also holistic view. That is very, very interesting and that is necessary out of our view. Now, both, jetzt musst du please help here.
Beide Begriffe gehören für Turk und mich zusammen. Both concepts are part of my and Dr. Turk's view. Daher möchte ich Ihnen zuerst mal in Anlehnung an ein Referat von Professor Hesse Excuse me, there's interference. Just sit over on this side. Pardon? Pick you up then. Sit over here and talk. Yeah, there's feedback. We're still controls. It's not feedback. It's not this. I turn it off. Why don't we turn the lights down? Is the sound on any of the TVs? Huh? The speaker's there. You can hear it. It's probably, Jim, why don't you get the guys who is running the audio out there and see if you can get the hum out of it, because I think it is from the main. There it is. Hey, stop. No, which one was it? Turn your microphone. It was on your mic. No, somebody turned something off right there. Oh, wait with the little microphone on. Okay, now we got rid of it. Yeah. Sorry. Somewhere close. Okay, let's start from the beginning. Also, unser Thema ist Our theme is biological. biologische Zahnheilkunde, aber aus ganzheitlicher Sicht. Our theme is biological dentistry from a holistic point of view. Beide Begriffe gehören für Turk und mich unbedingt zusammen. Both concepts belong to mine and Dr. Turk's presentation. Und damit wir in das Thema richtig hineinkommen, And in order to get into the theme correctly, möchte ich Ihnen zuerst aus einem Referat berichten, I want to report to you from a reference das Professor Hesse in Erlangen gehalten hat, which Professor Hesse has held in Erlangen, Germany, mit dem Thema Ursprung des Lebens auf unserer Erde. under the theme of origin of life on this earth. Und dann möchte ich Ihnen kurz über die Wechselbeziehung zwischen Mensch und Umwelt berichten. And then briefly I will report to you about the connection of our environment and man, Aus the einem, tendency of environment and man, aus einem Gesichtspunkt, wie ihn Professor Vincent Paris entwickelt hat. from the point of view of the way Dr. Vincent has developed it, Dr. Vincent of Paris has developed it. Damit können wir dann überleiten auf die Beschreibung des Grundsystems von Professor Fischinger. And then we can switch over to the description of the ground basic regulatory system by Professor Fischinger. Denn die Ergebnisse dieser drei Wissenschaftler gehören aus unserer Sicht unbedingt ganzheitlich zusammen. Because all the results of all those research do belong together as far as my opinion goes. Wir stellen die biologische Zahnheilkunde aus ganzheitlicher Sicht direkt im Gegensatz zu den modernen Naturwissenschaften. We place the biological aspect of dentistry in direct opposition to the allopathic point of view. Denn für diese Naturwissenschaftler ist doch die Basis Physik, Chemie und Technik. Because for a naturalist, the basis for that is a nature, nature, science, and physics. Yes. Und die Naturwissenschaften stellen ja die kausalanalytischen Begriffe unbedingt in den Vordergrund. The naturalist place the concept of the laws of nature in the foreground. Ja. Wir dagegen wollen eine Humanmedizin anstreben. We want to approach a human-oriented view of medicine. Denn der Mensch ist ja nicht eine Maschine, Because the human is not a machine, die nach streng physikalischen Gesichtspunkten ausgerichtet und aufgebaut ist. that is built according to very strict and stringent concepts Und dessen Teile man beliebig auswechseln kann. or principles and which parts can be exchanged at random.
Für uns in der biologischen Zahnheilkunde aus ganzheitlicher Sicht For us in the biological dentistry, from a total point of view, bleibt der Mensch ein unbekanntes Wesen. the human then remains an unknown creature, Ein Mikrokosmos a microcosm mit Körper, Seele und Geist. with a body, a soul, and spirit. In einem Makrokosmos, In a microcosm, den wir durch Erde und Sonne, besonders verbunden fühlen. which connects us through the sun and the earth. Und die Medizin wird daher niemals für uns eine Wissenschaft sein können, And so medicine can never be a proper scientific body or knowledge, sondern Medizin bleibt aus unserer Sicht eine Kunst für Menschen vom Menschen. but medicine, from our point of view, remains an art from one person to another. Wenn wir biologische Zahnheilkunde aus ganzheitlicher Sicht treiben wollen, If we want to practice biological medicine from a basic point of view, müssen wir uns zuerst einmal mit der biologischen Entwicklung des Lebens auf unserer Erde befassen. we then have to try and gain a concept of a the biological principles that function or are in action on this earth. Dabei bleibt zuerst einmal festzustellen, And so one has to determine first dass alles Lebendige aus dem Wasser stammt. that everything that is alive came once from water. Das dürfen wir niemals vergessen, auch wenn wir nur Zahnheilkunde betreiben. We need to keep this in mind even when we practice dentistry. Nach Ansicht von Professor Hesse und seinen Studien As Professor Hesse and his studies indicate, muss das Leben überhaupt vor etwa 1,8 Milliarden Jahren begonnen haben. he is of the opinion that life began at about 1.5 billion years ago. Und zwar in einem tropisch warmen Wasser. And that is in some tropical warm fluid or water. Und noch heute And even today, tragen wir alle miteinander we carry all of us carry noch ein abgekapseltes Stück Tropenmeer in uns herum. an encapsulated part of this tropical original ocean in us. Und zwar in Form der Gewebsflüssigkeiten, And that is in the form of that tissue fluid, deren Salzgehalt which a saline content und sogar der osmotische Druck and even the osmotic pressure ist nämlich mit dem des Meerwassers ähnlich. is very similar to that of the sea water. Im Meer entstand auch das Wunder der Vermehrung von Lebewesen. In the ocean developed also the wonder of progeny, Der Vermehrung. propagation, Durch die Aufnahme through the absorption und den Umbau mineralischer Stoffe. Umbau von mineralischen Stoffen. through the absorption and the changeover of basic building materials, Und die Weitergabe dieser Fähigkeiten von Generation zu Generation. and also the passing on of this ability from one generation to the next. Aber diese Weitergabe ist nicht immer originalgetreu. But this passing on is not always true to form. Durch Fehler bei der Ablesung der Informationen von Generation zu Generation Through errors in the reading of that information by generation to generation, entstanden neue Formen, developed new forms, die den Eltern und Geschwistern, also den konkurrierenden Lebewesen, das Leben streitig machten. which made life to the siblings, that is, to the competing forms. Streitig is non-compatible. Wegnehmen wollten. Non-compatibility was, or the compatibility was removed, or non-compatibility was produced. Es entstand das in
in den Augen vieler Menschen grausame Prinzip, And so in the view of many people, a rather cruel principles developed. das Prinzip des Daseinskampfes. And that was called the principle of the existence fight or survival fight. So entstanden und bildeten sich neue Lebewesen heran, And so new life forms developed, die aus den Salzen des Meeres schützende Panzer entwickelten. which were out of the ocean. Schützen, protect. That came from that water with protective body forms or shells. Oder die in Lebensgemeinschaften zusammen Kalk bildeten und so überleben konnten. Or those who formed colonies of coexisting colonies in calcium-forming type of life forms. Viele Pflanzen und Tiere, die das konnten, Many plants and animals that are capable of doing that sind abgestorben, als das Meer kälter wurde. died when the ocean cooled. Und die Panzer, die sie gebildet hatten, einstmals sind als Korallenriffe zurückgeblieben und erhalten geblieben. And their skeletons have now remained in forms of corals and other rock formations. Ich sage Ihnen das, weil aus diesen Kalken wir heute noch feststellen können, I'm telling you that because out of these calcium formations we can determine even today dass das Meer damals, als diese Lebewesen leben konnten, 28 Grad warm war. that Mindestens the temperature of the ocean water at the time when these life forms were able to exist was at least 28 degrees centigrade. Nachher werden wir dann noch feststellen können, dass das Meer zu wenigstens oder höchstens 45 Grad warm gewesen sein kann. Later on we will share with you it was determined that the ocean water was able to be warmed up to about 45 degrees centigrade. Daraus können wir ableiten, And from this we can determine dass Leben eigentlich nur in der kleinen Temperaturspanne zwischen 28 und 45 Grad möglich war. that life was possible in that small span of temperature between 28 and 45 degrees centigrade. Das gilt auch für alle unsere Betrachtungen im Rahmen der ganzheitlichen Medizin. This also applies to our point of view as far as the holistic medicine is concerned. Vom Grundaufbau unseres Körpers sind wir an einen engen Temperaturbereich gebunden. From the basic principles of the existence of our body, we are bound on that very narrow temperature range. Zurück zum Meer. Now back again to the ocean. Wir sind leicht geneigt, im Wasser einen unerschöpflichen Lebensraum zu sehen. We are easily led to the concept of the ocean expanse to be very large. Weil das Meer ja im Gegensatz zum Land 3 Dimensionen hat. Because the ocean in contrast to the land masses is three-dimensional. Die Pflanze braucht aber zum Leben Licht, zu ihrem Gedeihen. The plant requires light for its life. Und die Tiere wieder und auch die Menschen brauchen zum Leben die Pflanzen. However, the animals and the people require plants for life. Das Licht begrenzt jedoch das Leben im Meer, And so the light then limits the life forms in the ocean, denn wir müssen uns daran erinnern, because keep in mind, dass das Licht auf dem Meer geringer ist. because the light on the ocean, in the ocean is diminished. Wir müssen uns daran erinnern, dass das Licht im Wasser schräg auffällt. Because the light at an angle applied to the water diminishes. Und dadurch wird es zu einem großen Teil zurückgeworfen und kann nicht in das Wasser eindringen. And so because of that angle of approach to the water, it is mainly reflected away and does not penetrate the water. Wir brauchen uns ja nur an die spiegelnden Wasseroberflächen erinnern. We just think on the reflecting mirror type surface of the water. Ein Teil des zum Leben notwendigen Lichtes One part of that
life-dependent light, und wird dann vom Wasser aufgenommen is then absorbed by the water und dabei in Wärme umgewandelt. and then translated into heat. Die Wärme erhitzt dann wohl das Meerwasser The heat then warms up the water und bringt es auf eine für das Leben angenehme Temperatur. and brings it to the life-compatible temperature. Aber es ist nicht mehr direkt zur Assimilation der Pflanzen vorhanden. But it is now not available for assimilation by plants. Daher spielt sich das Leben der Pflanzen im Meer That's why the life of plants in the ocean spielt sich nur an der Oberfläche ab. is mainly present on the surface of the water. Das gilt vor allem für die kleinsten schwimmenden Lebewesen, nämlich für das Plankton. This especially applies to the smallest living swimming form, the plankton. In der Tiefsee, in der Tiefe des Meeres, In the depth of the ocean, haben wir praktisch kaum noch Licht there is practically no more light, und daher kaum noch Leben. and consequently there is hardly any life. Die Tiefe des Meeres muss mit den Leichen zufrieden sein, die von oben herabsinken. The depth of the ocean has to be satisfied with the bodies, the corpses of life forms that now sink to the bottom. Und die absinkenden Leichen geben nur wenigen Exemplaren ein kümmerliches Auskommen in der Tiefe, eine Lebensmöglichkeit in der Tiefe. And those corpses that sink to the bottom of the ocean provide only a rather poor type of life existence on the bottom. Vor allem fehlen in der Tiefe des Meeres der Sauerstoff und die Kohlensäure. Especially absent in the depth of the ocean are oxygen and carbon dioxide. Sie sehen also, dass das Meer selbst einen begrenzten Lebensraum nur abgibt. You see that the ocean again limits only a certain amount of living space, Der sich dadurch vorwiegend auf die Oberfläche des Meeres begrenzt. which is mainly limited to the upper surface of the ocean, Im Gegensatz zum Meer nun as opposed to the entire ocean. Sind Licht und Luft auf dem festen Land Our light viel and stärker vertreten. air represented at a considerable greater amount on the land surfaces, Und erlauben dadurch eine viel üppigere Vegetation als auf dem Meer. and consequently it allows for more lush life or vegetation on land as compared to the water. Die ideale Verkörperung einer üppigen Vegetation The ideal embodiment of a typical vegetation ist der tropische Regenwald. is the tropical rainforest. Für uns, die wir aus dem kalten Norden Europas kommen, allerdings auch die schönen Gestade hier in Kalifornien. And for us who come from the cold climate of Europe, also in this area of beautiful California. Damit sich die Lebewesen aus dem Meer weiterentwickeln konnten, And in order for the life forms of the ocean to develop further, mussten sie also eine Lebensform finden, they had to find a life form die es ermöglicht, auf dem Lande weiterzuleben. that made it possible for them to exist on the land. Aber für das Leben auf dem Lande musste eine ganze Reihe von neuen Problemen gelöst werden. But in order for life to exist on land, a new set of problems had to be overcome. Diese neuen Probleme gelten für jeden von uns allen. These new problems apply to each one of us. Denn auf dem Lande besteht zuerst einmal die Gefahr des Austrocknens. Because on the land you have the problem of dehydration. Denn der Lebensvorgang selbst besteht ja aus einer Kette von chemischen Umsätzen. Because the life process is dependent on a chain reaction of chemical processes. Und für diese chemischen Umsetzungen gilt auch heute noch immer der alte Alchemistensatz. And for these changing chemical processes, the law of chemistry is applying still today. The law of alchemy still applies today. Corpora non agunt nisi fluida. Die Körper ändern sich nur, wenn sie flüssig sind. The bodies will change only when they're fluid. Oder anders ausgedrückt, Or Stoffe reagieren nur in flüssiger Form. Or to say it another way, that
substances will react only in a fluid form. Gegen das Austrocknen gewappnet zu sein, In order to protect itself from the dehydration, müssen daher die Körperhüllen von Lebewesen the body form have to have von Lebewesen, die auf dem Land existieren wollen, fester sein und stärker gebaut sein, the body forms of land life has to be now stronger and more rigid als Lebewesen, die nur im Wasser existieren müssen. as compared to life forms that existed only in the water. Das sehen wir schon durch den Vergleich mit den Algen, Moosen und Flechten. And of course we can see that already in comparing to such things as the algae and the lichens. Für Lebewesen auf dem Lande For life forms on land, gilt, dass sie Wurzeln bilden müssen, wenn die Luft nicht feucht genug ist. it applies that they have to form roots if the air is not moist enough. Mit den Wurzeln können sie nämlich die Feuchtigkeit zum Leben erforderliche Feuchtigkeit aus dem tiefen Boden holen. By means of roots, they can then extract the necessary moisture from the ground. Wenn aber Pflanzen Wurzeln bilden müssen, But if plants have to develop roots, dann verlieren sie den Vorteil der Beweglichkeit. then they lose the advantage of mobility. Und Tiere wiederum And animals again sind auf Tränken angewiesen. Sie müssen sich auf diese Weise die Feuchtigkeit holen. are very dependent on Tränken. water holes in order to maintain their dependency on liquids. Nur einige wenige niedere Lebewesen haben die Fähigkeit entwickelt, Only a few lower life forms have developed the life capability dass sie vollständig austrocknen können. that they can dehydrate completely, Das kann der Mensch nicht. but the human has not that capability. Aber diese niedrigen Lebewesen können so einige Zeit auf aktives Leben verzichten. But the lower life forms can, in this way, deny or go without the life quality of life, Zumindest so lange, bis der nächste Regen wieder kommt. at least as long until the next rain can fall. Und das kann für manche Lebewesen sehr, sehr lange Zeit dauern. And of course, for some life forms, this can be quite a while. Wir haben jetzt die Gefahr des Austrocknens für Landlebewesen besprochen. We now have addressed the problem of dehydration for land living forms. Für uns Menschen ist die Gefahr des Austrocknens ja durch die Beschaffenheit unserer Haut weitgehend gebannt worden. This problem has addressed in reference to us human beings through the development of our skin. Und was unsere Haut selber nicht zu leisten vermag, kann der Mensch ja durch seine Kleidung ergänzen. And what the skin does not provide for us, protection from dehydration, clothing of man can also augment that. Eine andere Gefahr für Lebewesen am Land ist die Temperatur. Another danger to living forms on the land is the temperature. Auch den Temperaturunterschieden ist der Mensch in seiner Gesamtkonstitution weitgehend ausgesetzt. Because the man is subjected to the wide swinging temperature fluctuations on land. Denken wir daran, dass es im Meer keine raschen Temperaturänderungen gibt. Think about it, that in the water you don't have the possibility of rapid temperature swinging. Auch gefriert das Meer in unseren Breiten zumindest nicht. In our geographic locales, the ocean does not freeze. Selbst in Tümpeln bleibt, also in kleinen Wasserflächen, bleibt das Wasser im Winter weitgehend im flüssigen Zustand. Even in small bodies of water, in the winter the water remains free of ice. Wenn ein Wassertümpel mehr als 80 cm in mittleren Breiten tief ist, ist in der Tiefe immer noch flüssiges Wasser vorhanden. And so we find that if a pond is at least 80 Meter, 80 cm. 80 centimeter is its mean depth is 80 centimeter. The water remains unfrozen on the bottom, Und das reicht aus, damit Pflanzen und Tiere überleben können. and that is sufficient for plants and animals to survive.
Also nur in einem engen Temperaturbereich, wie wir vorhin schon gehört haben, kann aktives Leben bestehen. And so again, in a rather narrow range of temperature, active life can exist. Es hört auf ein wenig unter 0 Grad. It stops somewhat below 0 degree Wenn das Wasser in den Zellen gefriert. when the water freezes in the cell. Das ist also bei ungefähr minus 4 Grad Celsius. That is roughly at 4 degrees minus centigrade, Weil das Wasser in diesem Zustand die größte Ausdehnung hat. because the water in that condition has the greatest density. Und also wenn in den Zellen weniger als minus 4 Grad entstehen, muss biologisches Leben von Mehrzellern aufhören. And so if the temperature is below 4 degrees centigrade, then life ceases to be present. Und das Leben muss auch aufhören, wenn die Wärme 45 Grad übersteigt. And life also comes to an end if the temperature rises above 45 degrees. Diese Temperatur von 45 Grad Celsius ist tödlich, The temperature above 45 degrees centigrade is deadly, weil dann das Eiweiß gerinnt. because then the protein coagulates. Und auch dann seine ursprüngliche Form nicht wiederfindet, And so it can no longer regain its original form wenn der Körper wieder auf unter 45 Grad abgekühlt if the wird. body is cooled again below 45 degrees. Gefrorene Lebewesen können aber zumindest niedere Lebewesen wieder auftauen. But frozen life forms, especially the lower life forms, can again be activated when they are unthawed. Und das Leben für diese Lebewesen kann wieder zurückkehren, And the life for these life forms can return again wenn das Auftauen nur sehr langsam erfolgt. if that unthawing is done very gradual. Das machen wir uns ja zunutze in unserem täglichen Leben. We use that now, we utilize that in our daily life Wenn wir Frozen Food verwenden. when we use frozen food. Hier ist es wichtig, dass die Abkühlung der Nahrungsmittel sehr schnell erfolgt, Here it is very important that the cooling is done very rapidly, damit der kritische Punkt von minus 4 Grad möglichst schnell durchstoßen wird, so that the critical point of minus 4 degrees centigrade is quickly reached, damit die Zellen nicht platzen können. so that the cells do not burst. Aber wir müssen langsam wieder auftauen, But then one has to thaw it very slowly, damit das Leben in den Zellen zumindest teilweise wieder zurückkehren kann. so that the life in that cell can return again. Es sind also mechanische Schäden, die beim Gefrieren den Tod bringen It is mechanical damages that produce death upon freezing, und die unsere Lebensmittel, wenn wir mit Tiefkühlkost oder Ähnlichem arbeiten, schädlich schlechter machen. and this is what makes the food that we consume when it is frozen, that makes it bad for us. Sie sehen also, in diesem Falle sind physikalische Gesetze für uns beachtenswert. And so you see that the physical laws are definitely worthwhile to observe. Denn beim Gefrieren, wenn es langsam geht, Because in freezing, when this happens to be very slow, werden die Zellwände durchstoßen the cell membranes are then penetrated durch die Eiszapfen und die Eisnadeln, die sich in den Zellen bilden. through the ice crystals and ice needles that are formed in the cell, Aber durch rasches Gefrieren, but through the rapid freezing, wo große Eisnadeln nicht entstehen können, where large ice crystals and needles cannot form, und durch langsames Auftauen and through slow unthawing, können selbst unsere Nahrungsmittel lebenswert bleiben our foods can retain their nutrient values, und selbst höhere Pflanzen und auch höhere Tiere können wieder zum Leben erwachen. and this we can even bring higher life forms, higher plant life forms, and higher animal life forms back to life. Wir müssen also nur die Lebensbedingungen und die Gesetze in der Natur studieren. We need to study the life requirements and the life rules in nature,
damit wir daraus lernen können, wie wir uns naturgemäß, ganzheitsbiologisch verhalten müssen. So that we can learn from nature how we can behave in a holistic type of setting in nature. Was ich Ihnen da also vortrage, hat auch praktische Gesichtspunkte. So what I'm sharing here with you today has even practical applications. Und Sie müssen das immer berücksichtigen, wenn Sie biologisch denken und handeln wollen. And you have to keep this in mind if you want to think biologically and want to act biologically. Nun, wir haben bisher von der Kälte gesprochen. Now, we have mainly spoken of cold, influence of cold at this point. Und wir haben gesehen, dass es viele Möglichkeiten gibt, um dem Kältetod zu entgehen. And we have seen that there are some possibilities to escape the cold, the death of the cold. Aber es gibt noch eine andere Gefahr für die Lebewesen und das ist die Wärme. But there is still another danger to life forms, and that is heat. Weil sich das Eiweiß über 45 Grad chemisch verändert. Because the protein changes above 45 degrees centigrade. Und zwar irreversibel verändert. And that is irreversible changes. War es für Lebewesen auf dem Land notwendig, because it was important for life forms on land Möglichkeiten zur Abwehr gegen die Hitze zu entwickeln. to develop possible protection from heat, from extreme heat. Dafür hat die Natur verschiedene Möglichkeiten entwickelt. And so nature has then provided many possibilities. Auch wir Menschen haben das tun müssen in unserer Entwicklung. Even we humans had to do this in our development. Die Pflanzen zum Beispiel The plants, for example, öffnen ihre Spaltzellen, wenn es sehr heiß wird. open their let's see, cell. Öffnen ihre Spalten für kleine Räume. Yeah, let's see. Cell spaces. The plants open the cell spaces. Oder sie scheiden Wasser in Tröpfchen aus, das verdunsten soll. Or they excrete water in drops that is evaporated. Es gibt auch Pflanzen, die große Flächen entwickeln in Form von großen Blättern. There are also plants that develop very large surfaces in the form of large leaves. Und diese wirken als hervorragende Luftkühler. And these then act mainly as cooling systems for air. Die Pflanzen müssen das tun, weil sie sich dann nicht von ihrem Standort fortbewegen können. And of course the plant has to do that because it is not mobile from its place. Gegenüber den Pflanzen haben die Tiere und auch die Menschen den Vorteil, As compared to plants, the animals and the human has an advantage dass sie sich bewegen, fortbewegen können. because they can move about. Und so können sie sich aus den Hitzeregionen fortbewegen, zum Beispiel in den Schatten oder in Höhlen. And so then they have the possibility to move from the heat into a shaded area. Wir Menschen und auch viele Tiere haben die Möglichkeit, dass wir schwitzen können und so Verdunstungskälte entwickeln. Also the human and animals have the capability of sweating and thus have the evaporation principle. Das Flusspferd zum Beispiel, ich weiß nicht wie das heißt, Flusspferd. oder das Krokodil, The crocodile or the rhino. die fliehen ins Wasser, wenn es zu heiß wird. They escape into the water when it gets hot. Und können so der Hitzeeinwirkung entgehen. And thus they can escape the influence of heat. Ein anderes Beispiel ist der Elefant, Another example is the elephant, der durch seine stark gepanzerte Haut zwar nicht schwitzen kann, who cannot sweat because of its very armor type of skin. aber er hat einen großen Kühler von Natur aus. But he then is provided with a huge cooling system by nature, Und das sind seine großen Ohren. and that is in form of his large ears. Diese Ohren sind akustisch gesehen völlig sinnlos. The ears, from an acoustical point of view, are totally unnecessary. Aber bei kühlem Wetter kann der Elefant die Ohren fest an den Körper anlegen In cool weather, the elephant presses his ears tight against the body und kann sich so schützen. and can then protect himself in that manner. Wenn es aber warm ist, kann er sie ausstellen und fächern. But when it is hot, he can extend them from the body and can also move them back and forth. Und so einen kühlenden Luftzug künstlich entwickeln. And thus, in fanning, he can produce artificially an airflow. Gegen Kälte gibt es so einfache Abwehrmöglichkeiten nicht. With
with cold you don't have such an easy escape. Fast alle Pflanzen und Tiere unterbrechen daher bei Kälte ihr aktives Leben. And thus many plants and animals then interrupt the active life in the presence of cold. Die meisten Lebewesen überbrücken und überdauern diese Kälteperiode in Form eines Eis oder im Samenzustand. Most life forms bridge this period of cold in the form of ice or in the sand. Oder sie verbringen, wenn sie höhere Lebewesen darstellen, die kalte Zeit im Winterschlaf. Or if they are higher life forms, they spend this time of cold in the form of hibernation. Aber auch hier wieder gilt, das Wiedereintreten in die Lebensphase gelingt nur, But here again, the returning to the active life form applies only wenn die Rückkehr in die Lebensphase langsam erfolgt. when that return is done in a gradual manner. Nur gegen langsames Auftauchen in die Frühlingssonne schützt zum Beispiel der Obstbaum seine Stämme. Und This is how the fruit tree protects itself through that gradual warming in the warm sun of the spring, how the fruit tree protects its branches. allerdings müssen die Bäume, um überleben zu können in der Kälte des Winters, But in order for the trees to survive the cold of the winter, alle ihre Blätter opfern, weil die so wasserhaltig sind. they have to give up their leaves of the summer because they are such a water-containing part. Das bedeutet für jeden Baum einen enormen Substanzverlust. And of course, this means for every tree an enormous substance loss. Dieser Substanzverlust ist unvermeidlich, um überleben zu können. But the substance loss is unavoidable in order to maintain life. Wir sollten uns an solche Gesichtspunkte auch als Menschen erinnern. And of course, we as humans should also view this as an important fact. Wenn wir als Menschen einer Gefahr entgehen wollen, Because when we as humans want to escape a threatening situation, die Natur gegeben oder unvermeidlich ist, which is presented to us by nature or is unavoidable, so müssen wir dieses Überleben immer bezahlen. and In so irgendeiner Form. in order to survive that situation, we usually have some form of payment. Und tun wir das nicht, And dann if we- werden wir ausgelöscht. And if we don't do that, then we are extinguished. Dieser Übergang, insbesondere von der kalten in die warme Jahreszeit, This transition from the cold to the warm time of the year ist besonders mit Gefahren verbunden. is especially fraught with danger. Es war daher eine außerordentlich günstige Entwicklung, And so it was a rather fortunate development dass es einigen Tieren und auch den Menschen späterhin gelang, that it was possible for human forms and for animal forms den Körper auf eine günstige Temperatur einzustellen und diese Temperatur zu halten. to get the body to a certain tolerable temperature range and to keep it in that way. Auch das Einhalten dieser günstigen Temperatur ist für uns Menschen lebenswichtig. Of course, for us humans, the maintaining of that ideal temperature range for us humans is essential to life. Und wir haben in unserem Körper viele Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten, um diese günstigste Temperatur zu erreichen. And so our body then has many different ways built into its frame to maintain this ideal temperature range. Hier muss ich Sie an den Chemiker Van Hoff erinnern. And here I want to bring to mind to you the chemist Van Hoff. Der hat vor etwa 100 Jahren die Regel aufgestellt, About 100 years ago, he has set up a rule dass alle chemischen Vorgänge bei höherer Temperatur schneller verlaufen. that every chemical process proceeds faster at a higher temperature range. Und vor allem bei Tieren gilt das, And especially this applies to animals, 2 bis 3 Mal schneller bei jeweils 10 Grad Steigerung. 2 to 3 times faster for every 10 degrees increase in temperature. Auch alle wechselwarmen Lebewesen unterliegen dieser Regel. All the Wechselwarm, Ja, warm, change. okay,
all the warm-blooded life forms have that capability. Innerhalb dieser gezeigten Grenzen Within these temperature border, können diese Lebewesen umso schneller reagieren, all these life forms can react much faster, je wärmer sie sind. the warmer it is. Im Kampf um das Dasein In the struggle for existence, wird also das schnellere Tier immer vom Vorteil sein. the faster animal has the advantage. Es findet leichter seine Nahrung, It is capable of finding its food easier weil es sich schneller fortbewegen kann, because it can move about faster, und es entzieht sich sicherer der feindlichen Umgebung. and it can also escape from an unfriendly territory. Das gilt natürlich ganz besonders für den Mensch. And of course, this especially applies to the human being. Und tatsächlich gehen die höheren Lebewesen und insbesondere auch der Mensch And in reality, all the higher life forms, including man, bedenklich nah an die obere Grenze if we think now on the upper limits von etwa 45 Grad Celsius, of about 45 degrees centigrade, bei der noch Leben möglich ist. that life still exists in that temperature range. So dürfen Sie sich nicht wundern, And so don't be surprised dass bei den Säugetieren that in case of mammals, die Körpertemperatur etwa zwischen 34 und 41 Grad liegt. in case of mammals, that the body temperature is between 45, 34 bis 34 and 37 degrees centigrade. No. 34 to 41. Oh, Ja? 34 to 41. Und der Mensch liegt hierbei in der optimalen Mitte. And the human is placed right in the optimal middle. Sie wissen ja, wir haben 37 Grad. And in the centigrade, as you know, we have 37 degrees. Und diese Einsteuerung beim Menschen auf 37 Grad Körpertemperatur And so this placement of the human body temperature at 37 degrees war eine der Voraussetzungen dafür, was one of the necessities dass der Mensch sich die Welt erobern konnte. that the human was apparently capable of gaining the world, dominance. Es war also nicht nur sein Gehirn, das So- die Eroberung dieser Welt ermöglichte, sondern eine einfache Basis schon von der Temperatur aus. So it wasn't only the brain power that made it possible for him to subdue the domain, but also the temperature, the temperature tolerance. Dieses Einhalten der Körpertemperatur And this maintaining a body temperature ist vor allem bei kleineren Lebewesen sehr teuer erkauft worden. is especially bought very dearly, especially with lower life forms. Das gilt vor allem für die Vögel. And this especially applies to birds. Die haben eine höhere Körpertemperatur als der Mensch. They have a higher body temperature than the human. Die Temperatur bei diesen liegt etwa zwischen 38 und 44 Grad Celsius. The body temperature on those in those life forms is between 38 and 42 degrees. Durch die Möglichkeit, fliegen zu können und sich so schneller fortzubewegen, Through the possibility of flight and very rapid movement, ist wohl optimal, aber teuer erkauft. it is of course optimal, but it is rather costly. Denn bei den Vögeln verschlingt die innere Heizung die Erhaltung der Körpertemperatur, Because in birds, the inner body temperature maintenance organism verschlingt an Nahrung viel, viel mehr für die innere Heizung als der Vogel zum Beispiel für Nahrung, als der Vogel zum Beispiel für Bewegung, für Wachsen und für Fortpflanzung zusammen benötigt. the mechanism that provides for the maintenance of temperature requires a considerable higher amount of nutrients than it requires for its growth and Für Bewegung for movement. For growth and movement und für Fortpflanzung. and for propagation. Ich darf nochmal wiederholen. Also der Vogel braucht weit, weit mehr
zur Erhaltung seiner inneren Temperatur I want to repeat, the bird requires a considerable higher amount of energy for its maintenance of temperature. und verbraucht dafür mehr Nahrung als weniger Nahrung als für die innere Heizung. Er verbraucht mehr für die innere Heizung als für Bewegung, Fortpflanzung und Wachstum. Yeah, so the bird requires considerable more energy for temperature maintenance than for movement, for flight, for propagation and growth. Der Vogel frisst ungefähr, damit er seine innere Körpertemperatur und damit indirekt das Leben erhalten kann, ungefähr das 2- bis 3-fache seines Gewichtes pro Tag. The bird consumes, in order to maintain its body temperature, about 2 to 3 times its own body weight in food. Der Vogel, die Vögel insgesamt brauchen also zur Erhaltung ihres Lebens viel, viel mehr Zeit, als wir zum Beispiel als Menschen das brauchen. And consequently, a bird spends a lot more time in gathering nutrients for its temperature maintenance than we humans do. Wir Menschen sind also in eine relativ gute Konstellation hineingebaut worden. And so we as humans are then fortunate to have such a neat built-in constitution. Trotzdem dürfen wir als Menschen niemals vergessen, But still, as humans, we should never forget dass wir als Menschen nur im Überfluss eine Überlebensmöglichkeit haben. that we as humans have only in an excess of Überfluss, Im Überfluss. that Wir als Warmblüter können nur im Überfluss gedeihen und leben. that we as humans can only exist in an abundance. Das müssen wir immer berücksichtigen, wenn wir an die Probleme der Welternährung und Ähnliches denken. And so we have to keep this in mind when we think of the total world nutrition or food availability. Wenn für die Vögel die Nahrungsmittel knapp werden, When the food supplies diminish for the birds, können sie aufgrund ihrer Flugfähigkeit in wärmere Länder ausweichen they can, because of their capability of flight, they can escape to warmer lands, the warmer temperature zones, und große Flächen abfliegen, um ihre Nahrung zu suchen. and they can also cover large areas to look for food. Wenn wir als Menschen das auch machen wollten, dann But when we as humans would desire to do the same thing, dann war das in früheren Zeiten indirekt mit Völkerwanderung möglich. in former times, this was of course possible with such things as migrations. Aber heute ist das aus politischen Gründen nicht mehr so realisierbar. But we cannot do that today because of political problems. Denken Sie in den Vereinigten Staaten nur an die Probleme mit den Mexikanern, die schwarz über die Grenze kommen. Consider the problem here in the United States of the people from Mexico trying to get to the United States. Aber wir in Deutschland haben diese Probleme auch. Of course, we in Germany have similar problems. Wir haben keine Mexikaner, die zu uns hineindrängen. Of course, we don't have any people from Mexico that want to go to Germany. Wir haben die Türken, die in einem übervölkerten Land leben müssen und nicht genug Arbeit und Nahrung finden. But we have the Turkish people that live in a crowded land and have a limited source of food. Und wir haben heute in Deutschland bei ungefähr 60 Millionen Einwohnern And so in Germany, at a population of about 60 million, über 4,5 Millionen Ausländer more than 4.5 million of aliens live und davon fast 2 Millionen Türken. live in Germany, and of those 2 millions are Turkish people. Aber zurück jetzt wieder zu unserem Thema. But back again to our theme, Der Schutz gegen die Auskühlung the protection against cooling hat den Körperbau grundsätzlich verändert. has changed the life form considerably. Gegen die Kälte mussten auch wir Menschen Haare entwickeln. Against the cold, even we as humans have to develop a fur or hair, So wie die Vögel zum Beispiel Federn entwickelt haben. such as the birds have developed forms of feathers. Wir waren besonders für die Menschen, die weiter nach Norden wandern wollten, gezwungen, Fettpolster unter der Haut zu bilden.
And especially people who wanted to move into the more northern latitudes, they had to develop pads of fat under the skin. Fettpolster bei Menschen sind also nicht unbedingt ein Zeichen von übermäßiger Nahrungsaufnahme. Fat pads in humans is not necessarily an indication of excessive intake of nutrients. Sie sehen also auch, unsere Körperform muss man immer als Relativum betrachten. And so you see our body form, we have to view it as relative. Denn Fett kann für Menschen, besonders im hohen Norden, Because fat, for people in the high northern latitudes, eine überlebenswichtige Nahrungsmittelreserve darstellen. can be a very a life-sustaining form, be a life-sustaining form. Nun, diese Nahrungsmittelreserve These nourishment reserves hat nur einen Sinn, has only the makes sense, auch ganz besonders bei Menschen, and especially in humans, wenn dazu ein kräftiger Blutkreislauf gehört. if to this is given a very adequate blood supply Und eine intensive Atmung, and also an intensive respiration, also auch ein starkes Herz. that is a strong heart. Selbst bei der gleichen Art Even in the same form, ist der Anteil des Herzgewichtes am gesamten Körpergewicht umso größer, is the total weight of the heart to total body weight is very important. je kälter der Lebensraum ist. The colder the living space is. Der Hase zum Beispiel im Hochgebirge For example, the hair of the high alpine region hat zum Beispiel weniger Herzgewicht has a smaller heart weight als der Hase in der Tiefebene. ratio as the hair of the plains. Vor allem aber müssen Lebewesen, die so leben wollen wie wir Menschen und Tiere, warmblütig also leben wollen, Especially life forms that want to have an existence similar to that of the human. sie müssen verhältnismäßig groß sein vom Umfang und Volumen her. They have to be relatively large as far as volume and also circumference. Denn das kleinere Tier hat eine relativ große Oberfläche und kühlt daher zu schnell aus. Because the smaller animal has a relatively larger surface area and cools consequently faster. Vergessen wir nämlich nicht, dass die Wärmeproduktion im Organismus Don't forget that the heat production in the organism, auch bei uns Menschen even with us humans, mit der dritten Potenz wächst. grows through the third potential. Die Wärmeabgabe durch die Oberfläche, The heat die Wärmeabgabe von the hier, heat escape through the surface of the skin, aber nur in der zweiten Potenz. however, is only in the second potential. Aus diesem Grund, und das ist auch etwas Wichtiges aus gesamtbiologischer Sicht, And because of that, and that is also very important from a holistic point of view, kommen Warmblüter, dazu gehört ja auch der Mensch, the warm-blooded mammals to which the human belongs, kommen nicht zur Fortpflanzung ohne Brutpflege aus. cannot maintain the propagation without the carrier of its Ohne Brutpflege, also ohne Pflege des heranwachsenden Lebensraumes. Of the growing body. It has to be. The beginning life has to be protected. Baby. Yeah. Aus diesem Grunde brauchen wir also unbedingt für die Warmblüter eine Pflege, wenn das kleine Lebewesen, wenn das Baby heranwächst. Because of this reason, the warm-blooded mammals require a form to protect its offsprings. Der heranwachsende junge Mensch braucht also unbedingt, um die Wärmeproduktion nicht unnötig groß werden zu lassen, im Mutterleib. And so the growing infant in the human requires the presence of the mother in order to
protect it and give it the temperature. Und der Vogel zum Beispiel braucht unbedingt das Brüten, um nicht die Wärmeerzeugung zu groß werden zu lassen, wenn das Kleine im Ei heranwächst. And so the bird, es sind ein wenig zu lang, ich kann nicht alles. Ein wenig kürzeres. Also wenn, lassen wir das. Erst wenn das Kind kann erst aus dem Mutterleib herauskommen, the child can leave its mother's womb only wenn die Wärmeproduktion, die eigene Wärmeproduktion when its own ausreichend heat ist. production is sufficient. Und das sehen wir ja auch heute in der klinischen Medizin. And we see this even today in the clinical medicine. Wenn das Baby zu früh aus dem Mutterleib herauskommt, When the baby is born premature, dann müssen wir es unbedingt in den Brutkasten legen. then we have to put it into an incubator. Selbst wenn so viel Futter aufgetrieben wird, wie für die Nahrung für die Erhaltung erforderlich ist, Even to come up with the amount of food that is required for the maintenance of temperature, muss zusätzlich gefüttert werden, bis die Kinder mal selbstständig werden können und selber auf Nahrungssuche gehen können. one has to feed them supplementally until the infant is old enough and strong enough to look for its own. Daher ist es interessant zu beobachten, And consequently, it is interesting to observe dass wildlebende Tiere that wild living animals ihre Jungen stets in einer Zeit zur Welt bringen, bring its own progeny into the world at a time wo die Nahrungssuche am einfachsten ist. when the acquiring of food substance is rather simple. Dies setzt natürlich voraus, And this, of course, there are prerequisites dass die Befruchtung und beziehungsweise die Empfängnis that the conception time lange genug davor, vor der optimalen Nahrungsmöglichkeit gefallen ist. should be placed long enough in advance of that optimal food gathering time. Selbst also die Paarung muss vorprogrammiert sein, And so consequently, the pairing is then pre-programmed wenn eine Art erhalten werden will. if that life form is to survive. Nur wir Menschen haben es durch Technik und But we as humans have, through technique, fertiggebracht, diese Regeln zu überspielen. have now made it so that these rules can be overcome, or these limitations can be overcome. Wir konnten das insbesondere dadurch machen, And dass we- wir sesshaft geworden sind. And we could do that especially because we have become now sedentary. Dafür müssen wir aber in den warmen Jahreszeiten genügend Vorrat für den Winter sammeln. But this now presents a problem where we have to provide sufficiently during the warm time of the year for the cold time. Hierdurch ergibt sich ein neues Problem, And this, of course, presents a new problem, nämlich dass bei Warmblütern das Neugeborene lange Zeit an die Eltern gebunden bleibt. and that is that the newborn is now bound to its parent for a long period of time, Und dass die Eltern gezwungen sind, and that the parent is now forced ihre Erfahrung des Überlebens its experience of existence an die nächste Generation weiterzugeben. to pass on to the next generation. Das Kind muss also von der Mutter lernen, So the child has to learn from its mother wie es sich der Welt gegenüber, der Umwelt gegenüber verhalten muss. in what manner it has to behave towards its environment. Das gilt gleicherweise für Mensch und für Tier. And this, of course, applies both to the human as well as to the animal. Sie sehen also, dass es sehr wichtig ist, dass die Kinder möglichst lange engen Kontakt mit ihren Eltern haben. And so you see how important it is for children to have an intimate contact for a long period of time with its parent. Und in meiner persönlichen Meinung ist es so, And so in my personal opinion it is dass es nicht unbedingt gut ist, wenn die Frauen frühzeitig oder lange Zeit in den Beruf gehen, statt sich um die Familie und vor allem um die Kinder hinreichend zu kümmern. it is not ideal for the mother to leave the home and devote her time to a profession and be absent from the raising of its child. Insgesamt ist also die Warmblütigkeit teuer erkauft. And so, in summary, the
the warm-blooded animal, the capability of warm-blooded mammals is bought at a very high cost. Aber immerhin ist ja auch die Warmblütigkeit die Grundlage dafür, dass wir ein intensives Leben führen können. But this warm-blooded condition is, of course, the basis for the type of life form that we can now lead. Nun noch etwas aus meiner Sicht Wichtiges. And now another thing, in my opinion, something very Die important. großartige Zweckmäßigkeit The grand purpose of this, im Bau und im Verhalten in the form and in the behavior, der hochentwickelten Lebewesen, insbesondere des Menschen, in the higher developed form, especially in that of the human, hat schon vor Jahrhunderten die Meinung aufkommen lassen, it has already 100 years ago, there was already the opinion dass dieses Ganze das Ergebnis einer klugen und vorausschauenden Planung gewesen ist. that it was definitely something that depended on an intelligent and a planned life form, Und vielleicht sogar ein Akt der Schöpfung gewesen sein. and perhaps even an act of creation. Aber die Entwicklung der Lebewesen aus dem Meer heraus, wie ich sie Ihnen aufzeigen But the konnte, development of life forms stemming from the ocean, as I developed it for you, zeigt Ihnen ja, dass das nicht so ist. points that this may not be so. Es ist also nicht für jedes Lebewesen ein Akt der Schöpfung gegeben, So it isn't that for each life form it was the act of creation, sondern die verschiedenen Lebewesen auf unserer Erde sind durch Entwicklung und entstanden. but the different life forms on this earth have developed, Wobei Zufälle eine maßgebende Rolle gespielt haben. whereby coincidences have played determining factors. Wir sehen das ja heute wieder, wenn wir die Gentechnik, die moderne Gentechnik verfolgen. And we see that today if we follow nowadays the gen technique. Gentechnik. The walking? Yes. The No, not the walk. The DNA, RNA. Gen. Gene. No, it's the gene. Yes. Okay. Gene. Okay. Gentechnik. Vielmehr sollte mein Referat Ihnen zeigen, Viel mais? viel mehr, Much more. The reference should show you dass das Bestehen im Lebenskampf that the existence of the life form weitgehend entschieden hat, ob Leben weiterentwickelt wurde in einer bestimmten Richtung oder ob es zugrunde ging. is mainly. Das ist so technisch, dass ich jetzt nicht mitkommen kann. Kurz und erst wird es besser sein. Ja, ich will damit sagen, dass es weitgehend das Bestehen. So the existence of life forms. Ob ein Lebewesen weiter besteht und weiter. If a life form should continue to exist or not. Ja, oder nicht. Yeah. Wir nennen diesen Wechsel in den Veränderungen Mutation. We call this a change, mutation. Und diese Mutation selber ist nicht unbedingt positiv oder negativ zu bewerten. And this capability of mutation should not be viewed positive or negative. Wichtig ist nur, ob diese Mutation eine ökologische Lücke findet, um weiter zu bestehen. Important it is whether this mutation will find an ecological niche in order to continue. Ich darf daran erinnern, dass es so auch bei primitiven Lebewesen so ist. And please remember that this is so in primitive life forms. Denn wir haben erst kürzlich Algen gefunden, because we have discovered only recently die selbst in heißen Quellen weiterleben können, life forms that can exist in hot wells, obwohl und dort ihr Eiweiß erst oberhalb von 80 Grad gerinnt. Life forms whose protein coagulates above
80 degrees. Während ich Ihnen ja vorhin gesagt habe, dass oberhalb von 43 Grad Leben mit Eiweiß nicht möglich ist. Whereas before I told you that life cannot exist above 43 degrees because of the coagulation of protein. Man kann das auch in andere Richtung weiterverfolgen. One can pursue that in another direction. Es gibt zum Beispiel Säugetiere, There are some mammals die ihre Heimat auf dem trockenen Land wieder verlassen haben that leave its place of origin on the dry land und wieder in das ursprüngliche Medium zurückgekehrt sind. and return again back to the original medium. Ich meine damit ins Meer. Und And- dazu gehören zum Beispiel die Wale und die Delfine. I mean by that the ocean and the life forms that I refer to are the whales and the dolphins. Das sind ja Warmblüter wie wir. Those are warm-blooded animals as we, warm-blooded life forms as we. Aber dadurch, dass sie als Warmblüter mit ihrer großen Schutzschicht von viel Fett Because of being warm-blooded and with its thick protective layer of fat, konnten sie wieder ins kalte Wasser zurückkehren it was made possible for them to return back again to the und water konnten dort den Kampf mit den Kaltblüterlebewesen, mit den Fischen und so weiter wieder aufnehmen. and there they could compete again with the cold-blooded animals, life forms of fish, and so on. Nun darf man nicht glauben, And now you should not believe dass es im Tierreich und auch bei Menschen nur zweckmäßige Einrichtungen gäbe. that in the animal kingdom as well as in the man there is a purposeful conditions. Das sollten wir auch, wenn wir Ganzheitsmedizin treiben wollen, beachten. We also need to observe that when we follow a holistic type of medicine or dentistry. Schon Helmholtz hat einmal gesagt, Helmholtz said once, wenn mir ein Optiker einen Apparat brächte, when an optiker brought to me an instrument der so viel Fehler hätte wie das menschliche Auge, that would have as many errors as the human eye, so würde ich es nicht annehmen. I would not accept that. Ein anderes Beispiel Another example, für uns Menschen so wichtig ist zum Beispiel which die is, Lunge. which is very important for us humans, is the lung. Jeder Ingenieur Every engineer würde für die Luft beim Körper would, for the air in the body, getrennte Ein- und Ausgänge vorsehen. would provide separate intake and exhaust areas, Und würde sie im Gegenstromprinzip and would use the opposite stream flow principle, am venösen Blut vorbeiführen. would pass it by the venous blood stream. Die Lungen aller Lebewesen The lungs of every life form haben aber nur eine gemeinsame Öffnung, nämlich den Mund. have, however, always only one common opening, Und die eingeatmete Luft and so the aspired air vermischt sich erst mit der verbrauchten Luft, is first mixed with the used up air bevor sie mit dem Blut in Berührung kommt. before it comes in contact with the blood. Das ist ja eigentlich ein ganz unrationelles Verhalten. And this, of course, for us seems to be an irrational type of condition. Der Grund für diese relativ unzweckmäßige Lösung But the reason for this irrational type of situation ist aber, dass sich die Lunge aus der Schwimmblase der Fische entwickelt hat, auch bei uns. is perhaps because our lung has developed from the swimming bladder of the fishes. Und diese Schwimmblase brauchte natürlich nur eine einzige Öffnung. And so the swimming bladder required only one opening. Die Lösung in Form einer Durchflusslunge The solution in the form of a flow-through lung ist vermutlich nie aufgetreten. it has never appeared. Es gab dafür keine Mutationsvariante. And so for this there was no model variation. Das war nur ein Beispiel mal And für so this was one example für die Probleme von Unzweckmäßigkeiten in unserem eigenen Organismus, mit denen wir aber leben müssen. to mention to you
the disadvantages of some of the mechanisms that we have present in our body with which we have to live. Na, eine andere Fehlentwicklung könnten wir auch unser Auge nennen. Another error in development we could use as our eye. Im Vergleich zu vielen Tieren sehen wir Menschen verhältnismäßig schlecht. In comparison to animals, we as humans have a rather poor eyesight. Aber wir haben das überspielt mit unserer Technik, insbesondere mit Fernrohren oder gar Mikroskopen. But we have been able to supersede that with the development of such things as optics, of binoculars and telescopes. Auch unsere Beine sind relativ ungünstig entwickelt. Even our legs are really not ideally developed. Es gibt auch Probleme durch die Blutversorgung, weil sie relativ weit vom Herzen weg sind. There are problems with proper blood supply because of their distant position from the heart. Unser Lauf ist relativ langsam. Our gait is relatively slow. Aber wir haben es durch Auto und andere technische Hilfsmittel fertiggebracht, uns schnell zu bewegen. But here we have augmented that through the development and use of cars in order to go faster. Ein anderes Sinnessystem ist das Riechen bei uns Menschen. And another sense organ is the smell, sense of smell. Unser Geruchssystem ist geradezu jämmerlich ausgebildet. Our sense of smell is rather poorly developed. Aber dennoch haben wir es fertiggebracht, mit Hilfe von technischen Systemen selbst geringste Spuren auszufinden. And still, we have been able, with the aid of developed instrument, to detect rather small amounts of odors. Sie sehen also, ganz so ideal ist der menschliche Körper nicht ausgebildet, wie er technisch hätte sein können. And so you see, our body may not be as ideally developed as a techniker would now desire it to be. Aber wir haben es mit Hilfe unseres Gehirns fertiggebracht, uns dennoch weitgehend anzupassen. But with the use of our brain, it has become possible for us to develop and to adapt to varying situations. Das gilt auch besonders für die Nahrungsaufnahme bzw. Nahrungssuche. And this applies also to the intake of nutrients, that is, to the finding or acquisition of nutrients. Wenn wir an biologische Medizin denken, If we think of biological medicine und an Ganzheitsmedizin, and holistic medicine, dürfen wir niemals auch als Zahnärzte den Verdauungstrakt vergessen. so we should, as physicians and dentists, never forget the intestinal tract, Denn der Mund ist ja der Eingang zum Verdauungstrakt. because the mouth is the gate, the opening gate to the digestive tract. Und wenn die Einlasspforte des Verdauungstraktes nicht in Ordnung ist, And when the gate to the intestinal tract is not in order, kann auch der Folgetrakt nicht in Ordnung sein. then the remaining of that digestive tract cannot be healthy either. Hier haben gerade wir Zahnärzte eine besondere Aufgabe. And so here, as dentists, we have a special great task. Wir haben nicht nur dafür zu sorgen, dass die Zähne als nur mechanischer Anfang der Verdauung in Ordnung ist, So we should not only concern ourselves with the mechanical well-being of the teeth in this digestive organ, sondern wir haben auch unsere Patienten darauf aufmerksam zu machen, but we should also call the attention of our patient dass wenn sie mit Zähnen und Mund nicht vorsichtig umgehen that if they are not careful with the use of their teeth and their mouth, und wenn sie Zähne und Mund nicht genügend pflegen, and if they do not provide the proper care for their mouth and teeth, auf gar keinen Fall der übrige Verdauungstrakt in Ordnung bleiben kann. it is impossible for the rest of the digestive tract to remain healthy. Hier vielleicht noch ein abschließender Hinweis. And now, in conclusion, an additional hint. Ursprünglich war die menschliche Nahrung ja wohl das gejagte Tier. Originally, the main source of food for the human being was apparently the hunted animal. Als die Nahrung, diese Art Nahrung aber am Ende der Eiszeit knapp wurde, But as this type of life, food form, at the end of an epoch became
became scarce, konnte der Mensch nur weiterleben, the human was able to continue his existence weil sich auf Wurzeln und auf Früchte umzustellen lernte. when he learned to switch over to fruit and to root plants. Der Mensch wurde also durch die Entwicklung zum Allesfresser. And so through the development, the human has now progressed to an omnivorous type of organism. Und auch unser Gebiss hat sich darauf durch die Entwicklung entsprechend eingestellt. And so even our dentition has, through the development, changed to that condition. Wir haben heute Frontzähne We have front teeth zum Abschneiden, for incising, wir haben die Eckzähne zum Abreißen and our cuspids are designed for tearing, und wir haben die Backenzähne zum Zermahlen. and our back teeth are built for grinding. Wenn dieser Umbau des Gebisses nicht erfolgt wäre, If this changeover of the dentition would not have occurred, hätten wir auf lange Sicht nicht überleben können. we would not have been able to survive over a long term. Nun, ich sagte, zuerst waren es wohl die gejagten Tiere, mit denen sich der Mensch ernährt I hat. mentioned earlier that it was apparently the hunted animals with which the human supplied his main Dann kamen nutrition. Wurzeln und Früchte aus der wilden Natur. And then came the plants and the roots from the plant kingdom. Als aber dann die nicht mehr ausreichten in der freien Natur, But when these were no longer sufficient in free nature, musste man sich umstellen von den früchtesammelnden Nomaden auf den Ackerbau. so the man had to then switch over from gathering of fruit and roots to a nomadic type of farming. Das war zuerst möglich, weil den Ackerbau die Frauen übernommen haben, während die Männer weitgehend beim Jagen blieben. This was possible when the women take over the nomadic type of farming and the men were free to continue the hunting. Und als immer noch mehr Menschen auf die Welt kamen, And as more and more people populated the world, reichte auch der primitive Ackerbau nicht aus. even the primitive farming method was not sufficient. Man konnte nur überleben, One, it was possible to continue one's existence weil man lernte zu selektieren. when one learned to be selective. Man lernte, die ergiebigeren Pflanzen herauszufinden One learned to sort out the more prolific plant forms, und konnte schon in früherer Zeit den Ernteertrag im Ackerbau verzehnfachen. and so even in the early attempts at farming, one could increase the production tenfold. Aber im Laufe der Jahrhunderte reichte auch diese Vermehrung der Nahrungserzeugung nicht mehr aus. But over the centuries, even this type of form of gaining nutrition was insufficient. Man musste den Wald reduzieren, One had to reduce the forests. man musste die Ackerflächen vergrößern. The farming areas were enlarged, Dadurch hatte man mehr Nahrung. and so we had more nutrition. Aber nun musste man hergehen und musste die Störenfriede beseitigen. But one had to go and remove the disturbance areas. Also die Feinde aus der Natur, die Insekten. That is, the animals of nature, such as insects. Man musste sehen, dass die weniger wurden. One had to see to it that they decreased. Und nun ging es los, man musste Insektizide, Pestizide, Herbizide einsetzen, And this brought about the use of insecticides and pesticides and herbicides diesen vermehrten Ackerbau zu retten. in order to rescue this increased farming operation. Das Überleben von vielen Menschen zu ermöglichen, In order to make it possible for the survival of a great number of humans, mussten wir also Mittel einsetzen, insbesondere chemische Mittel einsetzen, we were forced to institute the use of chemicals überleben zu können für eine große Masse Mensch. in order to be able to provide survival for a large mass of humans. Aber auch das haben wir wiederum nicht umsonst bekommen. But again, this is not being given to us freely.
Na, die Gifte mussten wir einsetzen, um die Nahrungspflanzen zu retten. We had to use poisons in order to rescue the plant forms. Aber wir müssen jetzt Pflanzen zu uns nehmen und auch Tiere essen, And now we are ingesting plants and animals in denen Spuren dieser Stoffe enthalten sind, which contain traces of these chemicals. also Insektizide, Herbizide, Kunstdünger und ähnliches. That is insecticides, herbicides, artificial fertilizer, and so on. Und die schädigen nun wiederum unseren eigenen Organismus. And these in turn are now damaging even our own organism. Und nun ist die Frage für die Zukunft, Now the question for the future is, gelingt es dem Menschen, will it be possible for the human geringerwertige Gifte einzusetzen, um das gleiche Ziel zu erreichen? in utilizing lower potency poisons in order to attain a goal? Oder gelingt es, die Gifte, die in den Körper hineingekommen sind, zu eliminieren? Or will it be possible to eliminate the poisons which enter our organism? Oder müssen wir schlussendlich an dieser Entwicklung alle zugrunde gehen? Or will we at the end will not be able to survive this type of development? Sie sehen also, hier schließt sich wieder der Kreis. And so you see here when we come full circle. Nun muss ich Ihnen aber sagen, es gibt vielleicht einen Ausweg. And so here I would like to suggest perhaps a possible escape route, Und das ist die biologische Medizin. and that is the biological medicine. Wenn es uns gelingt, If it becomes possible for us die Mitmenschen zu erziehen, to train our fellow man dass sie möglichst naturgemäß leben, that they should live in harmony with nature, dann können wir die Gefahren stark herunterdrücken. then we can suppress the dangers significantly, Und wir können noch ein weiteres tun. and we can do still further. Wir können die Erkenntnisse von Hahnemann nutzen. We could utilize the knowledge of Hahnemann. Wir können die Homöopathie einsetzen We can utilize the principles of homeopathy, und können das Arndt-Schulzsche Gesetz verwenden. and we also could use the Arndt Schulzsche Gesetz. the Schultz principles, Das ist der Umkehreffekt, which is the turnaround effect, welcher kurzum besagt, which to state it briefly, dass ein Stoff seine toxische Wirkung verliert that a substance loses its toxic effect oder gar umkehrt or even reverses in einen nützlichen Effekt, into a useful effect wenn eine Verdünnung erfolgt in Ja. der Größenordnung 1 zu 10 hoch minus 7. if a dilution occurs in the order of 1 to 10 to the power of -7. Also hier besteht durchaus eine Möglichkeit, die Schadenswirkung der Zivilisation zu reduzieren. And here there is a possibility to reduce the damage of civilization, Aber da müssen insbesondere zuerst die Ärzte und Zahnärzte aufgeklärt sein. but to accomplish this we have to educate our physicians and our dentists at first. Und die Ärzte und Zahnärzte müssen lernen, mit den homöopathischen Möglichkeiten umzugehen. And so physicians and dentists have to learn to deal with homeopathic remedies. Hier darf ich aber sagen, dass Hahnemann nach Erfahrungswerten gehandelt hat. And here I have to mention to you that Hahnemann dealt with experience values. Hat seine Mittel ausgesucht, He has searched out his substances, indem von seinen Patienten Modalitäten und Symptome abgefragt hat. in that he has attained or received symptoms and side effects from his patients. Ja. Und hat dann entsprechende Mittel als Simile eingesetzt zur Behandlung. And then he has used substances as similarities in his treatment. Nun, das war eine langwierige Aufgabe. Now, this was a slow and tedious process.
Und das Erfragen der Symptome und Modalitäten kostet viel Zeit. And the questioning of symptoms and modalities required a lot of time. Das war ein Faktor, der wichtig ist. That is one factor that is important. Der nächste Faktor ist, dass Hahnemann immer zu seinem Patienten sagen musste, And the next factor is that Hahnemann had also always to tell the patients, dieses Mittel, zum Beispiel Nux vomica, ist für dich das richtige Mittel. this substance, for example, Nux vomica, is for you the proper substance, Abgeleitet aus den Symptomen und Modalitäten. which was derived from the symptoms and the modalities. Aber die Quantität But the quantity in der Homöopathie gleich Potenz, in homeopathy equals potency. die müssen wir erst finden. This we have to now determine. Und ging dabei nach der sogenannten Erstverschlimmerung aus. And here he went by the first worsening symptom. Wenn also zum Beispiel bei einem Patienten Nux vomica gab That is, for example, if he gave a patient Nux vomica und es trat eine Erstverschlimmerung auf, and a first deterioration appeared, dann konnte er sagen, das Mittel ist richtig, then he could tell that the substance was correct, aber die Potenz stimmt noch nicht genau but the potency is not correct. und meistens musste dann die Potenz erhöht werden, And then most of the time the potency had to be increased um zu einem Behandlungserfolg zu kommen. in order to attain a treatment success, a successful treatment. Kurzum, die klassische Homöopathie Briefly, the classical homeopathy ist ein durchaus gangbarer Weg, is certainly a useful route um akute und chronische Krankheiten zu behandeln. to deal with acute and chronic conditions Mit Mitteln, die für den Körper nicht schädlich sind. with substances that are not damaging to the body. Aber es ist ein umständlicher und langwieriger Weg. But it is a very tedious and a long, slow process. Und sehen Sie, da kam nun die Idee von der Elektroakupunktur auf. And so you see the idea of electroacupuncture then appeared Als Dr. Voll as Dr. Voll vor etwa 30 Jahren about 30 years ago in der Praxis vom Dr. Korthals war, was in the practice of Dr. von Kortheim. Korthals, das war ein Arzt im Ruhrgebiet. He was a doctor in the area of the Ruhr. Da hat Dr. Korthals gesagt, Dr. Korthals has said, na, schauen Sie mal, wenn man ein Medikament gibt, look, when I give a medication, dann ändern sich Werte an der Oberfläche der Haut. then the values of the skin surface are changed. Und könnte man das nicht einsetzen, Could one utilize that somehow? dass daraus ein Kontrollsystem gemacht wird? That out of that, some kind of a control system could be developed. Also die Idee der Elektroakupunktur That is, the idea of electroacupuncture stammt von Korthals. was originated by Korthals. Es war seine Idee. That was his idea. Aber Dr. Voll ist dann hergegangen And then Dr. Voll continued und hat diese Idee aufgegriffen and has accepted that idea und hat daraus ein System gemacht. and has then developed a system. Das ist Korthals damals nicht gelungen. And this was not attained by Korthals. Und so ist langsam aber sicher Step by Step die Elektroakupunktur entstanden. And so slowly but surely, step by step, the form of electropuncture was developed. Das war möglich durch die Kombination zwischen einer Elektronik, That was possible through the combination of electronic, dargestellt im Messgerät, the instruments that are represented here, den Erfahrungen aus der the Homöopathie experience of homeopathy, und der Entdeckung and the development or discovery von Dr. Schmidt aus München. of Dr. Schmidt from Munich. Dieser Dr. Schmidt hatte nämlich gefunden, Dr. Schmidt discovered dass es auf der Haut Punkte gibt mit erniedrigten Widerstandswert. that there are points on the skin with lowered skin resistance. Also, dass es auf der Haut Punkte gibt, die einen erniedrigten Hautwiderstand haben. That is, those are points in the skin that have a lowered skin resistance. Und er berichtete darüber auch Dr. Voll. And so he reported that to Dr. Voll. Und die Schule in Wien And the school in Vienna
konnte diesen erniedrigten Hautwiderstand bestätigen, elektronisch gemessen. Could substantiate this phenomenon with electrical or electronic instruments on the points of the skin. Und nun kam die Entdeckung von Kortheitz und die Entdeckung von Dr. Schmidt bei Dr. Voll zusammen. And so here Dr. Voll then provided the common denominator of the ideas of Dr. Kortholz and Dr. Schmidt. Und machte dann aus dieser Kombination der beiden Entdeckungen And so the combination of both of those findings or discoveries die Elektroakupunktur. Came about the electroacupuncture. Wir sehen also, die Elektroakupunktur ist eine Gemeinschaft, eine geglückte Gemeinschaftsarbeit von mindestens 3 Ärzten. And so you see the development, successful development of acupuncture then is the lucky coincidence of 3 physicians. Das war Dr. Kortheitz, Dr. Kortholz, Dr. Schmidt in München Dr. Schmidt of Munich, und Dr. Voll in Plochingen. and Dr. Voll of Plochingen. Und nun darf ich wieder zurückschalten. Now, can I regress a little bit? Nun, mit der Elektroakupunktur ist es gelungen, With it was possible with the use of electroacupuncture nicht nur die homöopathischen Medikamente gezielt einzusetzen, not only to use specific homeopathic medicines, sondern jetzt haben wir die Möglichkeit, messtechnisch zu erfassen, but we also now have the capability to scientifically measure ob ein Medikament für einen spezifischen Patienten, whether a remedy for a specific patient, ob es nützlich oder schädlich whether ist. it is helpful or harmful. Und wir haben inzwischen herausbekommen, And meanwhile, we have found dass wir nicht bloß Medikamente messen können, that we can not only measure medicaments, sondern praktisch alle Stoffe. but we can measure practically any substance. Und wir können jetzt sogar feststellen, And we can even determine now, bevor wir ein Medikament einem Patienten geben, even before we give a medicament to the patient, ob es nützlich oder schädlich whether ist. it will be correct for them or whether it will be harmful. Also wir können Prophylaxe treiben That is, we can now practice prophylactic. und wir können nicht ganz, Of course, we cannot go whole or full, aber wir können zu einem guten Teil but at least to a bigger part die von der Schulmedizin eingesetzten Untersuchungen utilize the examination techniques by the school medicine, wie große Messreihen, such as large measuring sets wie Tierversuche, and animal experiences wie Laborversuche, and laboratory experiments. können wir alle durch Messungen am individuellen Patienten ersetzen. Now we can substitute by measurement on the individual patients. So sehen Sie, wenn wir biologische Medizin und biologische Zahnheilkunde betreiben wollen, And so you see, if we want to utilize biological medicine and dentistry, gibt es mindestens im Augenblick there is, at least for the moment, keine andere Möglichkeit, no other possibility sich mit der Elektroakupunktur zu befassen, to concern oneself with electroacupuncture, denn nur im Augenblick jedenfalls, nur mit dieser Methode because for the present time, only with this method ist es möglich, is it possible am Individuum zu kontrollieren, was schädlich ist und was nützlich ist. to check or control on each individual what is harmful and what is helpful. Und deswegen mein Rat, And here is my suggestion. lernen Sie die Elektroakupunktur, Learn the electroacupuncture, lernen Sie aber zuvor die Homöopathie und die Akupunktur. but before learn about homeopathy and electroacupuncture. Erst wenn Sie das können, Homöopathie und Akupunktur, Only when you have a good concept of homeopathy and acupuncture, dann die Elektroakupunktur als Kombination messtechnisch dazu nehmen. then you can accept the electroacupuncture as a measurement modality. Dann können Sie sich selber in der Praxis helfen. Then you can help yourself in your practice. Sie werden viel Zeit gewinnen. You will then save a lot of time.
Und wenn Sie Medikamente so gezielt messtechnisch einsetzen können, And when you then utilize medicines that are specifically targeted, werden Sie also auch dem Patienten helfen können. you will then also be able to help your patient. Und dann wird Ihre Praxis in jedem Falle laufen. And this, in every case you practice, can help but to grow. Sie brauchen dann keine Angst haben vor so viel Konkurrenz durch zu viele Ärzte. Because then you have no reason to be fearful because of competition of too many physicians. Und den Politikern muss ich auch sagen, And to the politicians, I have to say, wenn sie heute schreien, dass die Medizin zu viel Geld kostet, if you cry out that today the cost of medicine is extreme, dann könnte man die Kosten stark reduzieren, it is possible to reduce the costs considerable denn die homöopathischen Medikamente because the homeopathic medications sind relativ sehr billig. are relative quite cheap, Und eine Elektroakupunkturmaschine, and an electroacupuncture unit die können Sie einmal kaufen. you can buy it one time. Sie können mehrere tausend Elektroakupunkturmaschinen kaufen, You could of course acquire several thousand electroacupuncture bevor Sie machines sich ein großes Röntgengerät leisten können. before you can actually afford a large X-ray unit. Das ist also auch eine relativ geringe Investition. And so even here you see the small investment. Wenn Sie also sich nicht mit der biologischen Medizin befassen But if you don't concern yourself with the biological medicine, und wenn Sie nicht die Möglichkeiten einsetzen, and if you don't utilize the possibilities, dann sind Sie selber schuld. then you are responsible. You are yourself responsible. Nun, es gehört außer Homöopathie und Akupunktur und Gerät Now, besides homeopathy, acupuncture, the instrument and the instrument, es gehört viel Erfahrung auch dazu. also a lot of experience belongs to that. Und diese Erfahrung, die kann man Ihnen nicht vererben. And of course, this experience you cannot inherit. Die müssen Sie selber sich erarbeiten. You have to acquire that yourself. Aber vielleicht But perhaps können zum Beispiel hier in diesem Kurs Dr. Turk und ich einige Ratschläge geben. Perhaps we can, at this course, Dr. Turk and I could give you some hints, Denn wir machen das nun schon bald 30 Jahre. because we have done this now for nearly 30 years, Sind lange Jahre schwer bekämpft worden. and those are long and tedious years. Aber nun haben wir schon relativ so viele Patienten, But now we have relatively so many patients dass wir eine ganz gute Rückendeckung haben. that we have quite a neat backlog of back protection. Aber vergessen Sie bitte nicht, dass wir aus Europa kommen. But please don't forget that we come here from Europe. And Europa is a young continent, is not a young continent like USA. Und wir haben eingefahrene Gleise. And so because of that, we already have well-used tracks. Das ist alles standardisiert und festgelegt. Everything is already standardized and well-established. Und man kann schlecht da durchbrechen. And it is rather difficult to break through that. Und da muss ich Ihnen nun eines sagen, warum wir gerne in die Staaten kommen. And so here I have to admit to you why we like to come to the United States. Wenn es uns gelingen könnte, If it would be possible for us, if we could succeed, dass Sie Homöopathie, Elektroakupunktur und Akupunktur gut können, that if you would learn homeopathy, electroacupuncture, and acupuncture real well, und wir könnten Sie dann nach Germany, very old Germany einladen. and we could then in return invite you back to Germany, Und ich könnte einen Kurs in Nürnberg machen. and I could give a course then in Nuremberg, And could say, there comes a very old, very good, famous physician and doctor and dentist, perhaps Arana, another one. Dann würden die deutschen Ärzte und Zahnärzte sagen, oh, das kommt von der neuen Welt. and so the German physicians and dentists would say, oh my, this idea came from the New World, Und das ist was ganz Besonderes. and that of course for us is something very special, Und dann würden sie es übernehmen. and then they are usually more prone to accept it. Und sehen Sie, so könnten wir And so you see, we could this way, auf dem Weg durch die Hintertür, through a back way approach, so to speak, auf dem Weg der Hintertür die Elektroakupunktur in die Medizin einführen. to institute then the use of
of homeopathic medicine. Direkt kann man das nicht so schnell erreichen. And so directly, it seems to be impossible to attain that. And so I close my word. Please help us in this way. And so I close my word. Thank you. Fritz says, I have a dream. Well, I haven't used my voice this morning. I wore it out yesterday. But, so I amplify the microphone. But what I want to tell you is, certainly I want to thank him, and I want to thank everybody for attending from the bottom of my heart. What we're doing here is very important, and you're all part of the team. He's like the coach, grounding us in the biological fundamentals again and again, but that never hurts. You never get discouraged until you really know the fundamentals, until you relegate those fundamentals to your second nature, to your subconscious, so that your decisions in treatment and diagnosis are all based on that. And what we really like to do is we like to do what Hippocrates said, we don't want to do harm. That's why this method has the ability to do all of those things. And if you don't know about it, we encourage you to get involved. There's, of course, an acupuncture and homeopathy going all around the country. But there is a particular kind of acupuncture, and homeopathy that's going on that's been developed by Dr. Reckwood. Now, the people that didn't get these yellow books, I found 5 more. So please take one, and if you don't have one, give me your name and I'll make sure that they send you one. But you must read what's in this. This is the work of a genius, and his prayers were answered because he did a wonderful job. And the Heal Company is coming to the United States in full force. They've made a commitment, and they're one of the groups of people responsible for the reevaluation and revision of the U.S. Pharmacopoeia. And they told the FDA that they want to bring the American Pharmacopoeia up to European standards. And of course that means we're going to get all of it. So they've given us continuing education credit here, where it looked like last year we might have had a hard time with that, but I guess they made a decision somewhere. Someone had told me that they really want to control it, and but it looks like we're going to be allowed to do it. So eventually maybe the FDA and some of those people will stay out of people's offices with electroacupuncture devices, class 3 type. Maybe that's wishful thinking, but I don't know. I want to thank those of you that travel long distances, and we have some a prize for the person who traveled the longest distance, and that's Dr. Bartram from Melbourne, Australia. Now, you can either have this Nesman test kit, or a brain tuner, or an antioxidation book, and I think we have one other test kit for metagenics. So, what would you like? I'll have the Nesman test kit? for sure. Okay, well, you can come up and claim your prize. And then our second furthest traveler is Dr. Silvio De Luca from Rio de Janeiro, Brazil. And we have a brain tuner or a book or another metagenics test kit, and you can have whatever you like out of that. I'll take the book. You'll take the book, okay. And then we have the doctor here that was from Curacao, Stein is his name? I don't know his name. But he just, Stein, here he is. So he can, Dr. Stein, we just wanted to thank you for coming all the way from Curacao. You're the third furthest away. And we were going to give a prize for the closest, but then I didn't qualify. So we didn't get anybody from Monterey or Carmel, even though we did invite them. We have about 15, 20-minute coffee break. Enjoy yourself. Visit the exhibitors. Support those exhibitors and support the book table. And we need the bread, okay? And you need a tax deduction, because if you don't give it to us, you're going to give it to the IRS, and they're just going to waste it. We're going to give you